50 Jahre sind vergangen, seit der Mensch zum ersten Mal den Mond betreten hat. Es war eine Zeit, in der sich unser Verständnis des Weltraums rasant erweiterte. Doch selbst nach all den Jahren der Forschung und zahllosen Missionen überrascht uns der Mond weiterhin mit neuen Geheimnissen. Eine kürzliche Entdeckung ließ Wissenschaftler auf der ganzen Welt erschauern. Bei einer weiteren Mission, die der Erforschung des Mondstaubs gewidmet war, stieß das Forscherteam auf etwas, das all unseren bisherigen Vorstellungen vom Erdtrabanten widerspricht. Unter der flauschigen Schicht aus Staub und Regolith wurde etwas Merkwürdiges entdeckt. Ein rätselhaftes Gerät, das dort offenbar seit Jahrhunderten lag. Anfangs sah der Fund wie ein einfaches Stück Metall aus, das über Millionen von Jahren von der Gravitation des Mondes angezogen worden war. Doch wie sich später herausstellte, war dies nur die oberste Schicht des Rätsels. Unter dem Druck der Forschergruppen begann die sorgfältige Untersuchung des Artefakts. Schon bald wurde den Wissenschaftlern klar, dass sie es mit etwas äußerst Komplexem und technisch Hochentwickeltem zu tun hatten. Dieses Gerät, das scheinbar nicht von Menschenhand geschaffen wurde, schien einen bestimmten Zweck zu erfüllen, der zweifellos mit dem Mond selbst verbunden war. Diese unglaubliche Entdeckung zog sofort die Aufmerksamkeit internationaler Raumfahrtagenturen auf sich, wodurch die Forschungen um ein Vielfaches intensiviert wurden. Fachleute begannen, das Gerät zu untersuchen, um sein wahres Herkunft und seinen Zweck zu verstehen. Doch je tiefer sie in die Forschung eintauchten, desto mehr Fragen tauchten auf. Was ist das für ein Gerät und woher könnte es stammen? Kaum hatten die Forscher begonnen, sein Rätsel zu entschlüsseln, stießen sie auf neue, noch erstaunlichere Daten, die sie dazu zwangen, nach Antworten im Inneren des Mondes zu suchen. Signale aus dem Inneren. Neue Entdeckungen. Kurz nach der Entdeckung des rätselhaften Geräts entstand der Wunsch zu verstehen, ob sich hinter seiner Anwesenheit nicht etwas noch Geheimnisvolleres verbirgt. Wissenschaftler begannen seltsame Signale zu registrieren, die aus dem Inneren des Mondes kamen. Diese Signale, die auf einer Frequenz übertragen wurden, die der Menschheit bisher unbekannt war, lösten eine Welle von Vermutungen und Spekulationen aus. Forschungsstationen auf der ganzen Welt begannen, diese rätselhaften Schwingungen aufzuzeichnen, die offenbar eine Schlüsselrolle im Rätsel des Geräts spielten. Die Forscher beschlossen, ihre Untersuchungen zu vertiefen, indem sie empfindlichere Geräte installierten, um diese Signale aufzufangen und zu versuchen, deren Ursprung zu entschlüsseln. Allmählich wurde klar, dass diese Signale kein zufälliges Phänomen waren, sondern vielmehr etwas Systematisches und Regelmäßiges. Das Geräusch, das sie erzeugten, erinnerte an komplexe Sequenzen, als wären sie nach einem vorgegebenen Programm erschaffen worden. Das war ein echtes Rätsel für alle, die an der Forschung beteiligt waren. Um die Sache genauer zu untersuchen, reisten Forscherteams in die abgelegenen Gebiete des Mondes, um mögliche Quellen zu erforschen. Sie vermuteten, dass die Signale mit einem Gerät in Verbindung stehen könnten und mehr darstellen als bloße Impulse. Es entstand der Verdacht, dass das Artefakt Teil eines komplexen Systems sein könnte, das im Inneren des Mondes verborgen ist. Die Wissenschaftler begannen, verschiedene Hypothesen zu testen, darunter auch die Möglichkeit, dass die Signale einen Versuch der Kommunikation oder sogar eine Warnung darstellen. Doch je länger die Forscher sich auf der Mondoberfläche aufhielten, desto mehr Fragen tauchten darüber auf, was sich unter ihrer Oberfläche verbirgt. Jeder neue Fund und jede Beobachtung wurden zu einem weiteren Puzzlestück in einem Rätsel, das versprach, unser Verständnis des Mondes zu verändern. Das warf Fragen darüber auf, wie gut wir unseren Trabanten tatsächlich kennen und welche weiteren Überraschungen in naher Zukunft noch auf uns warten könnten. Während die Wissenschaftler sich in die rätselhaften Impulse vertieften, konnten sie sich das volle Ausmaß der Entdeckungen, die am Horizont lagen, noch nicht vorstellen. Das rätselhafte Gerät. Die erste Begegnung, die ersten Schritte bei der Erforschung des rätselhaften Geräts waren voller Intrigen und Überraschungen. Als die Wissenschaftler sich dem Artefakt näherten, stellten sie sofort fest, dass seine Oberfläche mit unbekannten Symbolen bedeckt war, die offensichtlich keiner bekannten irdischen Kultur zuzuordnen waren. Diese Gravuren waren durch die Zeit verzerrt, bewahrten jedoch eine gewisse geheimnisvolle Symmetrie. Die Forscher bemerkten, dass das Gerät ein schwaches Leuchten ausstrahlte, das im Mondlicht kaum sichtbar war und sich mit den bekannten physikalischen Gesetzen nicht erklären ließ. Das Team begann mit einer detaillierten Untersuchung des Objekts und verwendete spezielle Ausrüstung, die in der Lage war, die Struktur bis zu mehreren Fuß tief zu scannen. Die inneren Mechanismen des Geräts wirkten unglaublich komplex und hatten keinerlei Entsprechung in irdischen Technologien. Sie stellten fest, dass die metallischen Komponenten keiner bekannten Analyse zugänglich waren, als wären sie aus einem Material gefertigt, das auf der Erde einfach nicht existierte. Dieser Fund löste eine Welle von Hypothesen darüber aus, zu welchem Zweck es geschaffen worden sein könnte und von wem. Kurz darauf bemerkten die Wissenschaftler eine abrupte Veränderung im Verhalten des Geräts. Es sendete ein kaum wahrnehmbares, aber dennoch stabiles Signal aus. Indem sie diesem Signal folgten, entdeckten die Forscher, dass das Artefakt mit der Umgebung des Mondes auf einer unbekannten Frequenz interagierte. Diese Entdeckung war ein echter Durchbruch und erforderte eine sofortige Untersuchung. Ingenieure und Physiker schalteten sich in die Analyse ein und versuchten, die verschlüsselte Botschaft zu entschlüsseln, die ins All gesendet wurde. Es war eine Herausforderung, aber auch eine unglaubliche Gelegenheit, über unser bisheriges Verständnis des Mondes und vielleicht des gesamten Kosmos hinauszublicken.
Mit der zunehmenden Ansammlung von Daten begannen die Wissenschaftler zu erkennen, dass sie es nicht einfach mit einem Artefakt, sondern mit etwas weitaus Bedeutenderem zu tun hatten. Dieses Gerät könnte der Schlüssel zur Lösung eines jahrhundertealten Mondrätsels sein und Türen zu einem unbekannten Kapitel in der Geschichte der Menschheit öffnen. Doch wie weit ist die Menschheit bereit, in ihrem Wissensdurst zu gehen, und wie wird das Universum selbst darauf antworten? Es stehen neue Entdeckungen bevor, die alles, was wir über unseren nächsten Himmelssatelliten wussten, auf den Kopf stellen werden. Frequenzanalyse. Was haben wir gefunden? In den Tagen nach der Entdeckung des mysteriösen Geräts auf dem Mond konzentrierten sich Spezialistenteams auf die Analyse der seltsamen Frequenz, die es aussendete. Mit den fortschrittlichsten Technologien stießen die Wissenschaftler zunächst auf ein echtes Rätsel. Das Signal war verschlüsselt und unglaublich komplex. Dennoch hielt das die Forscher nicht auf. Sie begannen, das Frequenzspektrum zu scannen, um den Schlüssel zur Lösung zu finden. Allmählich wurde klar, dass das Signal eine komplexe Zusammensetzung hatte, die sowohl gewöhnliche als auch exotische Frequenzen umfasste, die zuvor auf der Erde nicht registriert worden waren. Bei der Untersuchung der Natur des Signals entdeckten die Wissenschaftler, dass sich die Frequenz in einer bestimmten Abfolge veränderte. Diese Dynamik ließ vermuten, dass es sich bei dem Signal nicht einfach um einen akustischen Hintergrund, sondern um eine Art Kommunikation handeln könnte. Vielleicht handelte es sich um Informationen, die aus dem Inneren des Erdtrabanten gesendet wurden, um mit etwas oder jemandem zu interagieren. Experten aus dem Bereich der Kryptographie schalteten sich in die Analyse ein und erzielten nach einiger Zeit die ersten Ergebnisse. Die Signalfolgen könnten möglicherweise einen mathematischen Code enthalten. Diese Entdeckung löste eine Welle des Interesses und der Spekulationen aus. Nun bestand die Hauptaufgabe darin, herauszufinden, was genau auf dieser Frequenz übertragen wird. Die Analyse zeigte, dass das Signal sich nicht einfach nur über den Mond ausbreitet, sondern über seine gesamte Oberfläche reflektiert wird und so eine Art Informationsnetzwerk bildet. Wissenschaftler vermuteten, dass dies Teil eines großen und komplexen Systems sein könnte, das mit der Mondkruste verbunden ist. Könnte dieses Signal einer uralten Zivilisation gehören oder eine Botschaft aus dem fernen Weltraum sein? Die Antwort auf diese Frage erforderte eingehendere Untersuchungen und die Fortsetzung interdisziplinärer Bemühungen. Die von den Wissenschaftlern gemachte Entdeckung lüftete nur einen kleinen Teil des Geheimnisses, das über viele Jahre hinweg vergeblich zu entschlüsseln versucht wurde. Die Geschichte der ersten Schritte ist eine Rückkehr möglich. Der historische Moment, als der Mensch im fernen Jahr 1969 zum ersten Mal den Mond betrat, wurde zum Symbol menschlichen Mutes und technologischen Fortschritts. Das waren Zeiten, in denen die Rückkehr von Menschen zum Mond unausweichlich schien und nur eine Frage der Zeit als Hindernis galt. Ein halbes Jahrhundert später sind diese Träume wieder aktuell geworden. Die Entwicklung der Technologien und das gestiegene Interesse an der Weltraumforschung haben neue Horizonte für zukünftige Mondmissionen eröffnet. Programme zur Rückkehr zum Mond begannen, konkrete Formen anzunehmen, mit ehrgeizigen Plänen eine permanente Basis zu errichten. Doch nun, mit der Entdeckung eines rätselhaften Geräts, haben diese Pläne noch größere Bedeutung erlangt. Moderne Technologien ermöglichen es uns, in die Tiefe der Mondoberfläche zu blicken, und das gefundene Gerät hat das Interesse an einer Rückkehr nur noch weiter angefacht. Mit dem Aufkommen neuer Raketentechnologien und der Verbesserung von Lebenserhaltungssystemen erscheint die Rückkehr zum Mond nicht mehr als etwas Unerreichbares. Länder auf der ganzen Welt begannen aktiv, die Möglichkeiten gemeinsamer Missionen zu diskutieren und boten ihre Ressourcen und Technologien für zukünftige Forschungen an. Doch die Frage, wer dieses Gerät hinterlassen hat und was es für die Menschheit bedeutet, wurde zu einem der Hauptthemen der Diskussionen unter Forschern. Vielleicht wird die Rückkehr zum Mond nicht nur eine wissenschaftliche Expedition sein, sondern ein wichtiger Schritt zur Enthüllung eines Geheimnisses, das unser Verständnis vom Weltraum und unserer Geschichte verändern könnte. Mitten in all diesen spannenden Ereignissen arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure mit aller Kraft daran, sich auf den nächsten großen Schritt in der Geschichte der Weltraumforschung vorzubereiten. Vielleicht werden wir schon bald erfahren, welche Geheimnisse der Mond tatsächlich verbirgt und wie weit die Menschheit in ihrem Wissensdrang zu gehen bereit ist. Seltsame Zufälle. Was sagt die Wissenschaft dazu? Mit jeder neuen Entdeckung auf dem Mond stoßen Wissenschaftler auf eine ganze Reihe seltsamer Zufälle, die sie immer wieder in Erstaunen versetzen. Bei der Untersuchung des kürzlich entdeckten Geräts bemerkten sie einige Parallelen zu alten Artefakten, die auf der Erde gefunden wurden. Diese Artefakte, obwohl sie verschiedenen Epochen und Kulturen angehörten, zeigten eine erstaunliche Ähnlichkeit in ihrer Konstruktion und Symbolik. Auf der Oberfläche des rätselhaften Mondgeräts wurden Muster entdeckt, die an Zeichen erinnerten, die bei archäologischen Funden auf verschiedenen Kontinenten gefunden wurden. Diese Übereinstimmung brachte die Wissenschaftler in Verlegenheit und zwang sie, viele etablierte Theorien zu überdenken. Gibt es eine Verbindung zwischen den alten Zivilisationen und dem Mond? Vielleicht verfügten diese alten Völker über Wissen, das wir erst zu verstehen beginnen. Als sie sich eingehender mit den Symbolen und Strukturen beschäftigten, richteten die Forscher ihre Aufmerksamkeit auf wiederkehrende Motive, die als uralte Versuche der Kommunikation oder Wissensvermittlung gedeutet werden könnten.
Archäologen beteiligten sich an der Analyse, indem sie die gefundenen Muster mit bekannten kulturellen Artefakten verglichen, und schon bald wurde eine erstaunliche Verbindung entdeckt. Darüber hinaus zeigten archäologische Daten aus anderen Mondmissionen, dass solche Übereinstimmungen keine Einzelfälle sind. In verschiedenen Regionen des Erdtrabanten wurden ähnliche Spuren gefunden, die offenbar aus unterschiedlichen Epochen stammten. Dies führte zu zahlreichen Hypothesen darüber, dass der Mond ein Treffpunkt oder sogar eine Heimat für antike Zivilisationen gewesen sein könnte. Wissenschaftler ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass der Mond als Brücke für uralte Kulturen diente, die die Erde umspannten. In der Zwischenzeit analysieren die Wissenschaftler weiterhin das Gerät, um seinen wahren Zweck zu entschlüsseln. Jede neue Übereinstimmung wirft immer mehr Fragen auf, und nun versuchen sie herauszufinden, welche weiteren Geheimnisse unser Trabant noch verbergen könnte. Vielleicht wird uns die Mondoberfläche den Schlüssel zur lang ersehnten Lösung dieses erstaunlichen Rätsels offenbaren. Und auf diesem Weg beginnen die Forschungen zum Mond erst, ihre leidvollen Geheimnisse zu enthüllen, die unser Verständnis der Geschichte für immer verändern könnten. Den Horizont erweitern. Außerirdische oder unsere Vorfahren? Als die Wissenschaftler das mysteriöse Objekt auf dem Mond eingehender untersuchten, begannen sie sich zu fragen, woher es überhaupt stammen könnte. Es gibt zwei Hypothesen, Außerirdische oder unsere Vorfahren. Die erste ruft Theorien über außerirdisches Leben hervor, das den Mond lange vor uns besucht haben könnte. Und diese Theorie wird dadurch gestützt, dass die atomare Struktur des Geräts und das Material, aus dem es besteht, keine Entsprechung auf der Erde haben. Die Messgeräte registrieren ungewöhnliche Strahlungen, als hätten wir es mit einem Produkt einer Zivilisation zu tun, die über eine Technologie verfügt, die unsere Möglichkeiten bei weitem übertrifft. Andererseits zieht auch die Theorie, dass unsere Vorfahren dieses Artefakt hinterlassen haben könnten, nicht weniger Aufmerksamkeit auf sich. Forscher begannen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auf der Erde eine hochentwickelte Zivilisation existiert haben könnte, deren technische Errungenschaften im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sind. Die Analyse des Designs des Geräts zeigte bestimmte Ähnlichkeiten mit alten Strukturen auf der Erde, wie Stonehenge und den ägyptischen Pyramiden. Das wirft die Frage auf, ob die alten Zivilisationen von dem Gerät und seinem Zweck wussten. Hatten sie vielleicht Zugang zu Technologien, die wir erst jetzt zu erforschen beginnen? Bei der Untersuchung der Strahlung stellte sich heraus, dass die Frequenz, auf der das Gerät arbeitet, zur Übertragung von Informationen über enorme Entfernungen genutzt werden konnte. Solche Signale könnten Zivilisationen miteinander verbunden haben, die sich in verschiedenen Teilen des Universums oder sogar der Zeit befanden. Wissenschaftler begannen, alte Texte und Mythen zu untersuchen, in der Hoffnung, Hinweise auf eine ähnliche Technologie zu finden. Doch auf der Suche nach Antworten stoßen sie auf noch mehr Fragen. Inzwischen bleibt eines unverändert: Der Fund dieses Geräts eröffnet ein neues Kapitel in der Erforschung des Mondes und der Geschichte der Menschheit. Jede neue Entdeckung bringt uns dem Verständnis unseres Platzes im Universum und möglicher Kontakte mit anderen Lebensformen näher. Doch die größten Entdeckungen stehen uns noch bevor, und die Forscher sind bereit für neue, erstaunliche Funde, die unser nächster Himmelskörper bereithält. Die verborgenen Geheimnisse des Mondes. Wie lange sind sie schon dort? Seitdem die Menschheit ihre ersten Expeditionen zum Mond geschickt hat, birgt der Erdtrabant stets viele Rätsel. Doch mit der jüngsten Entdeckung eines mysteriösen Geräts, das im Mondstaub versteckt war, ist die Frage, wie lange es sich schon dort befindet, besonders aktuell geworden. Wissenschaftler begannen, die Mondoberfläche Schicht für Schicht zu untersuchen, um herauszufinden, wann genau das Gerät dort platziert worden sein könnte. Die Mondgesteine, die für ihr Milliarden Jahre altes Alter bekannt sind, wurden zum Schlüssel, um das Alter der Installation des Geräts zu entschlüsseln. Durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass es möglicherweise viel früher versteckt wurde als angenommen und sogar noch bevor die Menschheitsgeschichte begann. Die Analyse der Strahlenbelastung und des Zerfalls auf der Oberfläche des Geräts zeigte, dass es sich mindestens mehrere Jahrtausende auf dem Mond befand. Diese Entdeckung führte zu der Hypothese, dass das Gerät in einer Zeit zurückgelassen worden sein könnte, als es auf der Erde noch keine entwickelten Technologien gab. Die Forscher wandten sich archäologischen Daten zu, die aus alten Zivilisationen gesammelt wurden, und entdeckten, dass derselbe Zeitraum auf der Erde mit dem Aufblühen einiger der rätselhaftesten Kulturen zusammenfiel, wie den Zivilisationen Mesopotamiens und des Industals. Außerdem stellten die Wissenschaftler bei einer eingehenden Untersuchung des Geräts fest, dass sich seine Materialien an die extremen Bedingungen des Mondes angepasst hatten, was auf einen längeren Aufenthalt hindeutet. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass der Mond eine Art Archiv sein könnte, in dem Artefakte unbekannter Herkunft aufbewahrt werden. Die Frage, wie lange sich dieses Gerät bereits hier befindet, bleibt offen. Doch mit jeder neuen Informationsschicht rückt die Antwort näher, welche Zivilisation oder vielleicht außerirdische Rasse es auf dem Mond hinterlassen hat. Die Forscher graben weiterhin tiefer in die Mondkruste, um weitere Hinweise zu finden. Die Frage nach der Dauer des Aufenthalts des Geräts auf dem Mond provoziert nur weitere Forschungen, die Türen zu unbekannten Kapiteln in der Geschichte des Mondes und vielleicht auch der Erde öffnen könnten.
Das Geheimnis, das mit der Mondoberfläche verbunden ist, beginnt sich erst zu offenbaren und wartet darauf, dass der Mensch erneut seinen Fuß auf sie setzt, um all die Geheimnisse zu lüften, die sie verbirgt. Geheimnisvolle Artefakte und ihre Botschaften. Die Untersuchungen des rätselhaften Geräts auf dem Mond führten zu unerwarteten Entdeckungen. In der Nähe des Hauptartefakts wurden weitere, kleinere Artefakte gefunden, die vermutlich mit ihm eine Einheit bildeten. Diese Artefakte, von denen jedes einzigartige Symbole und Gravuren aufwies, waren durch ein komplexes System von Leitern miteinander verbunden, was auf ihre koordinierte Funktionsweise hindeutete. Bei ihrer Untersuchung stellte sich heraus, dass einige von ihnen schwache elektromagnetische Impulse aussendeten, die möglicherweise zum Senden oder Empfangen von Informationen dienten. Diese Funde wurden zu einem wichtigen Teil des Puzzles, und es war notwendig zu verstehen, welche Funktion sie erfüllten. Die Wissenschaftler begannen, die Symbole auf diesen Artefakten zu analysieren und sie mit bekannten Strukturen auf der Erde in Beziehung zu setzen. Interessanterweise stimmten mehrere Symbole mit alten Zeichen überein, die auf steinernen Monolithen auf der ganzen Welt gefunden wurden. Archäologen vermuteten, dass diese Artefakte zur Übermittlung wichtiger Informationen oder sogar zur Steuerung von Prozessen in einem Ausmaß verwendet wurden, das wir erst zu erahnen beginnen. Um ihren wahren Zweck zu entschlüsseln, haben Wissenschaftsteams aus verschiedenen Ländern ihre Kräfte gebündelt und die neuesten Methoden und Technologien im Bereich der Analyse und Dekodierung eingesetzt. Sie begannen außerdem, die Informationsverbindungen zwischen den Artefakten wiederherzustellen, um zu verstehen, welche Informationen sie möglicherweise übermittelten. Und obwohl es anfangs viele Fragen gab, kommen die Forscher der Lösung des Rätsels immer schneller näher. Jedes neue Artefakt, das auf dem Mond entdeckt wird, ist ein weiterer Schritt zur Entschlüsselung der geheimnisvollen Botschaft, die den Lauf der Geschichte und unsere Sicht auf das Universum verändern könnte. Die Geheimnisse, die im Mondstaub verborgen sind, deuten darauf hin, dass der Mond Teil einer großen kosmischen Geschichte war, die die Menschheit erst noch erforschen muss. Postskriptum. Was erwartet uns in der zukünftigen Erforschung des Weltraums? Mit jeder neuen Entdeckung auf dem Mond verändert sich unser Verständnis des Kosmos. Wir stehen gerade erst an der Schwelle zu einer neuen Ära der Weltraumforschung. Dieses geheimnisvolle Gerät, das auf der Mondoberfläche entdeckt wurde, hat internationale Raumfahrtagenturen dazu inspiriert, ehrgeizige Pläne zu entwickeln. In den kommenden Jahrzehnten plant die Menschheit, ihre Expeditionen zum Mond wieder aufzunehmen, um eine permanente Basis zu errichten. Dies öffnet die Tür für neue Forschungen und ein tieferes Verständnis sowohl des Mondes als auch des gesamten Sonnensystems. Um das gefundene Gerät jedoch vollständig zu verstehen, sind modernste Technologien und die gemeinsame Anstrengung von Wissenschaftlern aus aller Welt erforderlich. Internationale Zusammenarbeit wird unvermeidlich und verschiedene Länder tauschen bereits aktiv Daten und Ressourcen aus. Die neue Welle des Interesses am Mond beflügelt nicht nur die Fantasie der Wissenschaftler, sondern auch der Öffentlichkeit. Jeder Schritt auf dem Weg zur Rückkehr zum Mond wird von wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Innovationen begleitet. Das Bewusstsein, dass das Gerät möglicherweise nicht das einzige seiner Art auf dem Mond ist, gibt den Wissenschaftlern ein neues Ziel, jede Ecke des Satelliten zu erforschen. Langfristig ist die Entsendung automatischer Sonden und der Bau von Raumstationen in der Umlaufbahn geplant, die es ermöglichen werden, Daten in Echtzeit zu sammeln. Dies ist nur der Anfang eines langen Weges, der zur Kolonisierung anderer Planeten und zum Bau interplanetarer Basen führen könnte. Raumfahrtagenturen entwickeln aktiv neue Raumfahrzeuge, die für Langzeitmissionen auf dem Mond angepasst sind. Der technologische Fortschritt ermöglicht die Entwicklung von Systemen, die den extremen Bedingungen der Mondoberfläche standhalten. Vor diesem Hintergrund werden Mondforschungen zu einer Priorität, die nicht nur das Rätsel des Geräts lösen, sondern auch zu neuen wissenschaftlichen Durchbrüchen führen verspricht. Die Zukunft der Weltraumforschung erscheint unglaublich spannend und der Mond mit seinen Geheimnissen und Rätseln steht im Mittelpunkt dieser faszinierenden Reise. Die Menschheit ist bereit, den nächsten Schritt ins Unbekannte zu wagen, wo jeder neue Tag Entdeckungen und neue Möglichkeiten für unsere Spezies bringen wird.